Hallo, willkommen zurück zu Nagarjuna. Ich bin Geshe Michael Roach und das ist unser dritter Kurs über ein sehr, sehr berühmtes Buch. Vielleicht ist es das berühmteste buddhistische Buch nach dem Buddha und es heißt einfach Weisheit. Und es ist von jemandem, den wir Arya Nagarjuna nennen. Arya bedeutet natürlich, dass er Leerheit direkt gesehen hat. Und in der Tat, er ist so berühmt als einer, der Leerheit direkt gesehen hat, dass er manchmal einfach Arya genannt wird. Er lebte vor genau 2000 Jahren. Und ich denke, es gibt vielleicht einige interessante Verbindungen zwischen einigen christlichen Heiligen. Zum Beispiel der Jünger Thomas, der nach Indien kam. Und Nagarjuna nahm die buddhistischen Lehren über die Leerheit von nach 700 Jahren und er hat sie wirklich wieder zum Leben erweckt. Ich denke, eines der Zeichen, dass er ein Arya ist, ist zum einen, dass er sehr lustig ist. Er ist wirklich einfach schlau und lustig, wenn er die Dinge präsentiert. Zweitens, er hat wirklich gern Gedichte geschrieben und er ist sehr, sehr einfach. Ich denke also, das ist auch ein Zeichen, dass er wirklich Leerheit direkt gesehen hat. Er zieht es vor, sehr schlicht zu sprechen, einfach, sehr klar. Es ist fast so, als würde er ein Lied singen, wenn er schreibt. Das größte aller seiner Bücher ist jenes, welches schlicht und einfach Weisheit heißt. In Sanskrit, über das wir später sprechen werden, wird es Prajna genannt. Ich denke, das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass er ein Arya ist. Er nannte sein Buch als einfach Weisheit und später sagten die Leute, der Grundtext von Weisheit oder sind die Verse des Wurzeltextes über Weisheit. Aber Nagarjuna selbst nannte sein Buch lieber nur Weisheit. Wie können wir Leerheit sehen? Wie kann ich euch helfen, Leerheit zu sehen? Und dieses kleine Buch, 27 winzige Kapitel in Poesie, wurde, weißt du, für 2000 Jahre Hunderte von Kommentaren wurden über diese 27 einfachen kleinen Verse geschrieben. Und es ist wirklich so, dass die ganzen Lehren über Leerheit, die du jemals gehört hast, die ich je gehört habe, all die Leerheitslehren in Tibet, China, Korea, Japan, sie alle basieren auf Nagarjunas Weisheit. Und vor 3 Jahren dachte ich mir, es wäre eine wirklich schöne Abwechslung während des Lamrims, wenn wir quasi als Dessert Arya Nagarjunas Weisheit studieren. Kürzlich hatten wir eine Medizin-Buddha-Praxis, besonders wegen dem Virus. Ich dachte, es wäre wirklich, wirklich cool, wenn wir Arya Nagarjunas Weisheit mit der Praxis des Medizin-Buddhas verbinden würden. Ich persönlich glaube fest, dass wenn man die Leerheit des Medizin-Buddha-Praxis, die Leerheit des Medizin-Buddhas selbst und die Leerheit des Mantras des Medizin-Buddhas nicht versteht, dann glaube ich nicht, dass es so stark wirken wird. Es wird ein bisschen funktionieren. Die Mantras werden ein bisschen funktionieren. Und all die verschiedenen Praktiken wie Meditation, Rückzug, das Leben von Tieren zu retten, das sind alles mächtige Praktiken. Aber wenn man die Leerheit dieser Praktiken wirklich versteht, wenn man die Leerheit versteht, das Leben von jemandem zu retten oder man versteht die Leerheit, wenn man ein Mantra spricht, dann ist meiner Meinung nach die Praxis tausendmal mächtiger. Wir werden also zusammen Nagarjunas Weisheit durchgehen. Von Zeit zu Zeit werden wir versuchen, es mit der Medizin-Buddha-Praxis zu verbinden und aufzuladen. Einen Motor, einen zusätzlichen Booster einzubauen, einen Raketentriebanwerk für die Medizin-Buddha-Praxis. Mein Plan war es, durch den Weisheitsdurchgehen 27 Kapiteln in 5 Jahren, wahrscheinlich der größte Kommentar von vielen, vielen großen Kommentaren, zum Beispiel von Chandrakirti, Buddha Bhattita, Baba Vedeka, diese großen alten indischen Kommentare. Und dann kam Tsongkhapa, ich weiß nicht, 1200 Jahre nach Arya Nagarjuna, und er schrieb ein Buch mit dem Titel Das Meer der Leerheit.
der Ozean der Leerheit. Und es ist ein unglaublich großartiger Kommentar zu den 27 Versen. Und dann ist Tsongkhapa auch sehr schwierig. Danach Choni Lama Dragpa Chödrop, etwa 200, 300 Jahre nach Tsongkhapa. Er schrieb ein lustiges Buch namens Ein Schiff für die Reise über den Ozean der Leerheit. Es bedeutet sogar, Tsongkhapas Kommentar ist zu schwierig. Choni Lama gibt uns ein Boot, damit wir nicht in Tsongkhapas Buch ertrinken. Wir werden also durch die Erklärung von Choni Lama gehen. Ich werde dieses benutzen. Ich übersetze es, während wir es durchgehen. Es ist sehr schwierig. Die Verse sind sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass wir ohne Choni Lama Nagarjuna richtig verstehen. Es geht los. Wir werden zuerst einen Rückblick machen. Die erste Stunde ist ein Rückblick über die Kapitel, die wir bereits abgeschlossen haben. Wir haben die ersten 8 Kapitel von Nagarjunas Weisheit abgeschlossen. Und wir werden sie heute einfach durchgehen. In diesem Kurs werden wir diese 8 Kapitel durchgehen und sie gemeinsam besprechen. Das erste Kapitel heißt eine Untersuchung der Bedingungen. Jedes der 27 Kapitel wird Pariksha genannt. Pariksha bedeutet eine Untersuchung oder eine Ermittlung oder eine Analyse eines bestimmten Themas. Nagarjuna wird also eine bestimmte Idee aufgreifen und im ersten Fall hier sprechen wir über Ursachen. Was verursacht etwas anderes? Wie entsteht aus einem Samen ein Baum? Das ist also das erste Kapitel, die Pariksha, die Prüfung oder die Untersuchung. Und es fühlt sich an wie eine Sherlock-Holmes-Ermittlung. Wie funktioniert das wirklich? Wie erschaffen Samen wirklich Bäume und wie kann es funktionieren, dass die Mantras des Medizinbuddhas eine Krankheit heilen? Wie funktioniert es wirklich? Wie funktionieren diese Bedingungen in diesem ersten Kapitel? Geht Nagarjuna durch die 4 klassischen Bedingungen, die im Abhidharma dargestellt sind, bevor Nagarjuna kam. Er sucht also nach den Ursachen. Wie kann ein Mantra eine Krankheit heilen, im Fall des Medizinbuddhas? Wie wird wirklich aus einem Baumsamen ein Baum? Und das ist Pariksha. Das ist die erste Untersuchung. Die berühmtesten Zeilen von Weisheit sind hier zu finden. Eigentlich ist es nicht einmal das erste Kapitel. Es ist die traditionellste Niederwerfung am Anfang eines Buches. Es ist also Tradition, sich am Anfang eines großen Buches zu verbeugen. Eines buddhistischen Kommentars, eines wirklich großen buddhistischen Buches, Shastra oder Sutra. Du verneigst dich vor deinem Lehrer oder du verneigst dich vor einem heiligen Objekt. Und was Nagarjuna wählt, um sich zu verneigen, ist immer ein Zeichen von dem, worüber er 27 Kapitel lang sprechen wird. Wen wählt er, um sich am Anfang seines Buches zu verbeugen? Und die Verse, diese Zeilen seiner ersten Verbeugung am Anfang des Buches, die sind die allerberühmtesten Zeilen von Nagarjuna und wahrscheinlich die berühmtesten Zeilen über die Leerheit überhaupt. Wenn du sie also auswendig lernen willst, wäre es eine gute Sache, sie sich einzuprägen. Und was ist das Thema, wenn er sich verbeugt? Übrigens, ich werde diesen Text vorlesen. Okay, er verneigt sich vor dem Buddha und es ist sehr, sehr interessant. Er fängt diese erste Strophe mit Gang an. Auf Sanskrit heißt es Ja. Und es ist eine ziemlich berühmte Art, einen Vers zu beginnen. Es ist eine Art Ratespiel. Er sagt, ich denke an jemanden. Dann beschreibt er die Person. Und du sollst erraten, wer diese Person ist. Das ist ein traditionelles Sanskrit-Stotra.
oder ein Loblied auf jemanden singen. Ich denke an die schönste Frau der Welt. Sie hat blonde Haare und braune Augen, so süß. Rate mal, von wem ich spreche. Dann sollst du erraten, von wem er redet. Also diese zwei Verse, diese zwei Shlokas in Sanskrit, sind die wahrscheinlich berühmtesten Verse über Leerheit aller Zeiten. Wir gehen mal die Bedeutung durch. Lasst uns darüber reden. Lasst uns die Bedeutung über Sanskrit, des Tibetischen aufschlüsseln. Wir können das Sanskrit irgendwann mal machen. Ich denke an jemanden, der die Idee gelehrt hat, dass Dinge aus anderen Dingen entstehen. Wenn dieses passiert, geschieht jenes. Wenn der Samen da ist und er nass wird, wird ein Baum daraus wachsen. Wenn dieses Mantra, wenn dieses Medizin-Buddha-Mantra hier ist und es richtig gemacht wird, dann kann es Krankheiten heilen. Oder es könnte jemanden zur Erleuchtung bringen. Seht ihr? Also denkt er, dass jemand uns gelehrt hat, wie die Dinge wirklich funktionieren. Über das ganze Thema dieses Buches ist, dass die Dinge nicht so funktionieren, wie man denkt. Die Dinge funktionieren nicht so, wie du denkst, richtig? Ich weiß nicht. Ich habe einen Garten. Es ist Zeit, ein paar Blumen zu pflanzen. Ich stecke die Samen in die Erde, ich gieße sie, ich streue Biokohle auf all meine Pflanzen. Manchmal wachsen sie und manchmal wachsen sie überhaupt nicht. Vor kurzem habe ich 3 Pfirsichbäume gepflanzt. 2 von ihnen stehen auf sehr gutem Boden. Sie haben gutes Wasser, keine Steine, sie sind nicht so gut gewachsen. Einer von ihnen steht auf felsigem Boden. Es ist in der Mitte von, du weißt schon, er sollte nicht wachsen, aber er ist gewachsen. Es bedeutet also, dass etwas vor sich geht. Es bedeutet, dass die Dinge, die wir für Ursache halten, keine Ursache sind. Und Dinge, die wir nicht für Ursache halten, in Wirklichkeit Ursache sind. Ich würde sagen, dass Dinge, von denen wir denken, dass sie die Dinge verursachen, keine Dinge verursachen und Dinge, von denen wir dachten, dass sie Dinge verursachen. Dann geht er zu etwas namens, und das ist sehr wichtig für unsere Überprüfung, die 8 Unmöglichkeiten. 8 verschiedene Unmöglichkeiten. 8 Dinge sind unmöglich. Zum Beispiel kann aus einem Samen kein Baum wachsen. Das ist unmöglich. Ein Mantra kann eine Krankheit nicht heilen. Das ist unmöglich. Nicht möglich. Es gibt 8 Arten von Unmöglichkeiten. Und bei seiner ersten Verbeugung vor dem Buddha gibt Arya Nagarjuna uns diese 8. Hier sind sie also. Nichts hält die Art und Weise auf, wie du denkst. Die Krankheit macht nicht Halt vor dem Mantra, die Art und Weise, wie du denkst. Dein Verständnis, das Mantra zu sprechen, kommt nicht von dem, wie du denkst. Die Dinge hören nicht auf. Die Dinge werden nicht unterbrochen und die Dinge gehen nicht mit der Zeit weiter, so wie man es sich vorstellt. Auch wenn du dich auf dein Meditationskissen setzt und du deine Mantras machst und du dich von deinem Meditationskissen erhebst, die Art, wie du auf deinem Kissen sitzt und die Art, wie du von deinem Kissen aufstehst, um deine Medizin-Buddha-Mantras zu sprechen, auch das ist nicht das, was du denkst, was vor sich geht. Wenn du nicht einmal weißt, wie du dich hinsetzen sollst, wie sollst du dann verstehen, wie man die Mantras macht? Das ist viel komplizierter. Selbst wenn du deinen Hintern auf das Kissen setzt, weißt du nicht wirklich, was passiert. Wenn du also auf dem Kissen sitzt und Mantra sprichst, wie willst du dann wissen, was passiert? Du musst also die Leerheit des Mantras verstehen, die Leerheit des Medizin-Buddhas und die Leerheit des Hinsetzens und Aufstehens. Die Dinge sind nicht voneinander getrennt. Ich bin nicht von der Kamera getrennt, aber ich bin auch nicht getrennt. Ich bin nicht getrennt, aber ich bin auch nicht getrennt. Was bedeutet das? Ist der Samen vom Baum getrennt? Ist das Mantra des Medizin-Buddhas von der Heilung von Krankheit getrennt oder von dem Erreichen der Erleuchtung?
Sind sie getrennt oder sind sie ein und dieselbe Sache? Wenn sie getrennt sind, berühren sie sich dann? Wenn es dasselbe ist, warum musst du das Mantra machen? Weil es bereits Erleuchtung ist. Das ist also eine große Frage. Chopa bedeutet hier, dass wir dazu neigen, unsere falschen Vorstellungen auf andere Menschen zu projizieren. Ein großes Beispiel ist der Ehemann in der Küche. Wir kommen von einem harten Arbeitstag nach Hause. Wir betreten friedlich die Küche. Wir wollen uns nicht streiten. Und dann plötzlich fängt der Ehemann an, sich seltsam zu verhalten und Dinge zu sagen. Und du denkst, wow, ich habe ja nichts getan. Er scheint heute unglücklich mit mir zu sein. Aber ich habe ja nichts getan. Das ist also ein Beispiel für Chopa. Chopa bedeutet, du denkst dir eine Geschichte über deinen Mann aus, dass du nichts getan hast. Das nennt man Chopa. Eine Geschichte, die du dir über deinen Mann ausgedacht hast. Die Wahrheit ist, wie du die Geschichte erlebt hast. Du hast die Kinder letzte Woche angeschrien, richtig? Du hast letzte Woche etwas getan. Du hast eine Geschichte über deinen Mann erfunden. Das nennt man Chopa. Nagarjuna sagt, diese Person, die ich im Sinn habe, die er nicht identifiziert hat, ich denke an eine Person, die dich gelehrt hat, wie man diese gefälschten Geschichten über deinen Ehemann abschaltet. Es gibt etwas, das uns Shanti gelehrt hat, wie man zu Frieden kommt, der deine dummen Geschichten über deinen Mann zum Schweigen bringt. Und dann schließlich, in der zweiten Hälfte der zweiten Strophe, sagte man, rate mal, ich werde dir sagen, wer es war. Der vollständig erleuchtete Buddha, der höchste aller Lehrer ist. Er war es. Er war es, der uns gelehrt hat, wie wirklich aus Samen Bäume werden. Der uns gelehrt hat, warum Ehemänner schreien. Der uns gelehrt hat, warum Medizin-Buddha-Mantras funktionieren. Es ist der vollständig erleuchtete Buddha, der größte aller Lehrer. Und dann, ich verneige mich vor diesem Lehrer. Die englische Übersetzung und die englische Reihenfolge werden umgedreht. Ich verneige mich vor dem höchsten aller Lehrer, vor dem vollständig Erleuchteten, der uns lehrt, diesen Frieden zu erreichen, wo unsere Fantasien darüber, wie die Dinge existieren, zum endgültigen Ruhe gebracht wird. Ich verneige mich vor demjenigen, der uns gelehrt hat, dass die Dinge in Abhängigkeit geschehen. Nichts endet, nichts beginnt, nichts hört auf. Aber nichts ewig währt. Nichts kommt und nichts geht. Keine zwei Dinge sind verschieden, noch sind sie gleich. Das ist also der Anfang des Buches. Wenn du heute sterben wirst, dann hast du wenigstens den wichtigsten Teil dieses Buches gehört. Das ist die erste Strophe. Und wirklich, wenn du Zeit hast, solltest du sie auswendig lernen. Vielleicht in deiner eigenen Sprache. Übrigens, es spielt keine Rolle, welche Sprache es ist. Das Wichtigste ist, dass man es lernt und es im Kopf singen kann. Also gut, dann wollen wir diese 8 Unmöglichkeiten schnell durchgehen. Hier ist das erste Idem, das erste Bild. Nichts kann enden. Wenn du Medizin-Buddha-Mantras machst, erwarte nicht, dass deine körperlichen Probleme oder die deiner Liebsten enden werden. Denn nichts endet. Es ist nicht möglich, dass etwas enden kann, weil man Mantras gemacht hat. Das klingt sehr negativ. Es hört sich so an, als würde Geshe-la dir sagen, vergesse einfach Mantras zu machen. Das ist es nicht. Die Art und Weise, wie du denkst, dass Mantras funktionieren, ist falsch. Und wenn du die Art und Weise, wie du über die Wirkung der Mantras denkst, falsch ist, beeinflusst das die Wirkung des Mantras. Wird das Mantra von allein funktionieren? Bis zu einem gewissen Grad hat das Mantra eine Kraft. Aber wenn du verstehst, wie es funktioniert, wird es wirklich funktionieren. Also zunächst einmal, und das ist sehr interessant, es gibt eine große Debatte. Nagarjuna sagt nicht, dass nichts anfängt und nichts aufhört. Er sagt, dass nichts aufhört und nichts anfängt. Und es gibt ein großes Argument, warum er mit dem Aufhören anfängt, anstatt mit dem Anfangen zu beginnen. Du musst darüber nachdenken. Aus irgendeinem Grund ist er in Stimmung für Verneinungen. Verstehst du? Es ist die Leerheit.
Etwas ist nicht da. Hör auf, so zu denken. Und dann kannst du anfangen, so zu denken, okay? Dann spricht er darüber, wie die Dinge beginnen können und so, wie sie nicht ewig dauern können, wie sie kommen und wie sie gehen können. Das ist eine Zusammenfassung des ersten Kapitels. Und noch einmal, dieses Buch sorgfältig zu lehren, würde etwa 20 Jahre dauern. Wir werden also versuchen, einen Sprung über den Fluss auf den Steinen der wichtigsten Ideen zu machen. Das zweite Kapitel heißt eine Untersuchung des Gehens und Kommens auf Tibetisch. Und das Thema ist, schau, wenn es kein Ich gibt und wenn es kein Mein gibt, wer kommt dann in dieses Leben? Und wer geht in das nächste Leben? Und wenn es kein Ich gibt, wer ist dann in dieses Leben gekommen? Und wer geht raus aus diesem Leben? Wer geht in das nächste Leben? Das zweite Kapitel ist also eine Untersuchung, ob es laut den ersten Zeilen gibt es kein Kommen und es gibt kein Gehen. Nun denn, wer kommt in dieses Leben und wer geht aus diesem Leben hinaus? Wie du dich vielleicht erinnerst und nebenbei bemerkst, ermutige ich dich, zurückzugehen in die früheren Segmente, in der Knowledge Base dir das anzuschauen. Wenn du nicht bei den ersten 8 Kapiteln dabei warst, dann ermutige ich dich wirklich, die Videos der ersten 8 Kapitel anzuschauen. Dieses Buch ist sehr tiefgründig. Wenn du keine gute Grundlage aus den früheren Kapiteln hast, wirst du in den späteren Kapiteln Schwierigkeiten haben. Du wirst Schwierigkeiten in den ersten Kapiteln mit all den Vorbereitungen haben. Aber du wirst mehr Probleme und Schwierigkeiten haben, wenn du dich nicht vorbereitest. Und diejenigen von euch werden sich erinnern, dass wir darüber gesprochen haben. Die ganze Diskussion im zweiten Kapitel basierte auf den 3 Teilen des Pfades. Wir werden ein Bild vom Gehen zeigen. Entlang eines Weges gehen. Es gibt diese Idee, dass es einen Teil des Weges gibt, den man bereits gegangen ist. Es gibt einen Teil des Weges, den du noch gehen wirst. Dann gibt es einen Teil des Weges zwischen diesen beiden, wo du jetzt gehst. Wie lang ist also der Teil, auf dem du bereits gelaufen bist? Wie lang ist der Teil, den du noch gehen wirst? Und wie groß ist der Teil, auf dem du jetzt gehst? Vielleicht ist er so dünn, dass du ihn nicht siehst. Wo ist die Linie zwischen dem bereits gegangenen Schritt und dem, wohin man treten wird? Wie groß ist diese Linie? Und du fragst Geshe-la, wen interessiert das? Stimmt's? Wen interessiert's? Nun, du wirst Mantras für den Medizin-Buddha machen. Und du fängst das Mantra an mit Om, sag Om. Dann wirst du Swaha oder so etwas am Ende sagen. Es wird einen Anfang für das Mantra geben, einen Teil des Mantras, das du schon gesagt hast, einen Teil des Mantras, den du noch nicht gesagt hast. Und es gibt einen Teil des Mantras, den du jetzt sagst. Aber es kann nicht ohne den Anfang des Mantras und das Ende des Mantras existieren. Aber der Anfang des Mantras hat bereits aufgehört und das Ende des Mantras ist noch nicht gekommen. Wenn das Mantra, das du sagst, auf halbem Weg zwischen diesen beiden ist und eines von den beiden nicht existiert oder beide gibt es nicht, nun, wie kannst du ein Mantra sagen? Das war also Kapitel 2. Wenn du diese eine Frage nicht beantworten kannst, lese noch einmal Kapitel 2. Schauen wir uns Kapitel 3 an. Und das war übrigens die ersten beiden Kapitel, die wir im ersten Nagarjuna-Kurs behandelt haben. Jetzt ist hier der zweite Kurs, Nagarjuna-Kurs, welchen wir gemacht haben. Danach werden wir diesen Kurs beginnen, welcher Kurs 3 ist. Und mein Plan ist 5 Jahre. Wir können durch dieses großartige, außergewöhnliche Buch in 5 Jahren gehen. Wir werden etwa 15 Klassen pro Jahr machen. Ich denke also, dass wir in etwa 75 Klassen das Buch fertigstellen können. So etwa. Wenn du Zeit hast, solltest du es lernen. Wir könnten Chandrakirti studieren und dann könnten wir Tsongkhapa studieren. Weißt du, das wäre eine lange Geschichte
Aber diese 5 Jahre mit den 5 Kursen sollten dir ein tiefes Verständnis der Leerheit geben. Dann nimm dieses Verständnis und nutze es für deine Medizin-Buddha-Praxis und nutze es für dein Leben. Kapitel 3 war eine Untersuchung der Kräfte. Und diese Kraft bedeutet, Indrida bedeutet deine Augen, deine Ohren und Nase, Zunge, Körper, deine Sinneskräfte. Hauptsächlich deine Sinneskräfte und auch andere Kräfte des Geistes. Das ist eines von 3 Kapiteln. Kapitel 3, Kapitel 4, Kapitel 5. Sie präsentieren Themen, über die Lord Buddha gesprochen hat, in der frühen Phase seiner Lehre, bei der ersten Drehung des Rades, wie Abhidharma, grundlegendes Abhidharma. Es ist bekannt, dass Buddha in seinen frühen Jahren nichts geleugnet hat. Er sagte nur, lasst uns etwas über die Kräfte lernen. Lasst uns etwas über die Elemente lernen. Lasst uns etwas über die 5 Teile einer Person lernen. Nirgendwo hat er gesagt, dass es sie nicht gibt. Das war in der zweiten Drehung des Rades. Erinnere dich also an die 3 Umdrehungen des Rades. Die erste Umdrehung des Rades. Schau, du hast die Sinneskräfte, geistige Kräfte, du hast die 5 Teile einer Person, du hast diese anderen Teile, die Elemente genannt werden, die Chemikalien, aus denen du bestehst und die elementaren Kräfte, die dich ausmachen. Nirgendwo in der ersten Drehung des Rades hat Lord Buddha offensichtlich gesagt, dass sie nicht existieren oder dass sie leer waren oder so etwas in der Art. Also in den nächsten 3 Kapiteln, 3, 4 und 5, werden wir die 3 Themen aufgreifen, die Lord Buddha früh in seiner Laufbahn behandelte, als er noch nicht über die Leerheit sprach. Dann plötzlich, glaube ich, fiel er hin und schlug mit dem Kopf auf einen Ziegelstein. Er fing an, das Herzsutra und das Diamantschneider-Sutra zu sprechen. Nichts existiert. Dann waren alle seine Schüler verwirrt. Und die ganze 3. Drehung des Rades waren die Schüler, verwirrte Schüler, die ihn fragten, was zum Teufel ist hier los? Hast du dir den Kopf angeschlagen oder so? Also die nächsten 3 Kapitel behandeln grundlegende buddhistische Themen, von denen ich dachte, sie seien sicher. Aber sie sind nicht sicher. Sie sind alle durcheinander. Sie sind auch verrückt. Und das ist ein Thema von Nagarjuna. Nagarjuna möchte, dass du verstehst, dass es ein grundlegendes Problem damit gibt, wie du die Welt siehst. Es geht etwas vor sich, was du nicht verstehst. Warum? Du verbringst 30, 40, 50 Jahre damit, zu versuchen, dein Leben am Laufen zu halten, Geld zu verdienen, Beziehungen zu haben, eine gute Gesundheit zu haben, ein glücklicher Mensch zu sein. Du kämpfst, 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 dann funktioniert etwas irgendwie nicht. Hast du das noch nicht gemerkt? Hast du es noch nicht gemerkt? Die Leute machen Yoga. Ich habe einen Freund, der macht die ganze Zeit Yoga. Er hat bald eine Hüftoperation, weil das Yoga die Hüfte kaputt gemacht hat. Warte, eigentlich sollte Yoga mich gesund machen. Ja, ich weiß, aber es funktioniert nicht so. Das Mantra hat mich nervös gemacht. Ja, das kommt vor. Warum funktioniert es nicht? Nun, das ist es nicht, wie ein Mantra funktioniert nicht von sich selbst. Ein Mantra funktioniert aufgrund von etwas anderem. Wir nehmen also die grundlegenden Fakten des Lebens und Nagarjuna sagt, schau, da stimmt etwas nicht. Menschen, die jeden Tag trainieren, lassen sich an der Hüfte operieren. Und dann gibt es Leute, die nicht jeden Tag trainieren, wie Pachi. Die sehen toll aus. Wie geht das denn? Was funktioniert da? Wir versuchen alles, das zu untersuchen. Fishy. Etwas ist verdächtig. Im amerikanischen Englisch bedeutet fishy schlecht riechen. Es bedeutet, dass etwas im Gange ist. Ich habe gerade ein Kaffeehaus gekauft, nicht kürzlich. Ich habe vor fast 2 Jahren ein Kaffeehaus gekauft. Ich sollte zum Bezirksamt gehen, die Behörde, das lokale winzige Bürgerbüro. Ich sollte fragen, bitte, ich möchte eine neue Tür im Bad einbauen. Und dann sagte der Typ, okay, bau dir eine neue Tür ein. Ich brauchte fast 2 Jahre, um ihn dazu zu bringen, die Papiere für die neue Tür zu unterschreiben. Ich fange an zu denken, da ist etwas faul. Vielleicht bezahlt ihn dieser andere Restauranttyp, damit er mir nicht die Lizenz gibt. Oder vielleicht will er bestochen werden. Ich weiß nicht, was hier los ist. Wir sagen, da ist etwas faul. Etwas ist
Faul bedeutet, dass etwas Seltsames vor sich geht. Und Nagarjuna sagt, alles ist faul. Noch einmal, alles an allem ist faul. Ist dir nicht aufgefallen, dass die Leute, die Yoga machen, sich an der Hüfte operieren lassen? Die Leute, die den ganzen Tag nur essen, wie Tim, sehen toll aus und dünn. Ist hier nicht etwas im Gange? Denk mal nach. Nagarjunas Methode ist es also zu sagen, schau, etwas ist seltsam. Etwas funktioniert nicht so, wie du dachtest, dass es funktioniert. Manche Leute essen den ganzen Tag und sie sehen toll aus. Manche Leute essen den ganzen Tag Karotten einmal am Tag und dann haben sie diesen Covid-Bauch, mit dem sie kämpfen müssen. Ich verstehe es nicht. Irgendetwas ist faul. Verstanden? Also Kapitel 3 haben wir bereits behandelt. Und es geht darum, wie die Sinneskräfte funktionieren. Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Was war zuerst da? Der Augapfel oder die Farben und Formen? Und es gibt eine große Diskrepanz. Da ist etwas faul. Nagarjuna sagt, schau, da ist etwas faul. Irgendetwas ist faul an der Idee, dass es eine Flasche gibt mit orangefarbener Flüssigkeit und dein Auge, das Auge von Geshe-la, sitzt bereits auf der Couch und dann schaut Geshe-las Auge auf dieses Orange. Und irgendetwas ist nicht in Ordnung. Irgendetwas stimmt nicht mit Geshe-las Sehen. Nebenbemerkt, jetzt geht's los. Wenn Geshe-las Auge vor dem Orangensaft kam, dann können wir es nicht als Auge bezeichnen. Denn es schaut nichts an. Es ist kein Auge, bis es etwas anschaut. Man kann also nicht sagen, dass Geshe-la auf der Couch saß mit seinen Augen und er wandte sein Auge zum Orangensaft und dann sah er den Orangensaft. Geshe-las Augen arbeiten, bevor der Orangensaft da war. Das kann man nicht so sagen. Warum nicht? Es ist nicht ein Auge, das etwas auslöst. Wenn es ein Auge ist, bevor es etwas ansieht, dann ist deine Nase auch ein Auge, denn sie sieht auch nicht auf etwas. Okay, das macht keinen Sinn. Ich werde es nochmal sagen. Nagarjuna sagt, du musst es ungefähr 10-mal sagen. War das Auge von Geshe-la auf der Couch, bevor er die orangene Farbe sah? Und Nagarjuna sagt, nein, bist du verrückt? Du sagst, nein, ich war auf der Couch. Und dann habe ich den Orangensaft genommen. Komm schon, du sagst, dein Auge war ein Auge, bevor du den Saft hochgehalten hast. Ja, das Auge hat gewartet und dann kam der Orangensaft. Ja, und was ist ein Auge? Ein Auge ist etwas, das Dinge sieht. Aber es hat nichts gesehen, bevor du den Orangensaft genommen hast. Es war also kein Auge, verstehst du das nicht? Aber dann, nachdem du den Orangensaft genommen hast, ist das Auge schon weg. Da, der Orangensaft ist gekommen, da muss ein Auge gewesen sein. Nachdem du den Orangensaft gesehen hast, war das Auge schon da. Sagen wir es mal so, der Orangensaft machte das Auge zu einem Seher. Also war der Orangensaft zuerst da. Der Orangensaft war zuerst da, später kam das Auge. Ja, aber wenn das Auge noch nicht da war, wer hat dann den Orangensaft gesehen? Nagarjuna sagt, verstehst du das nicht? Irgendetwas Seltsames geht hier vor. All diese Yoga-Typen werden an der Hüfte operiert. All diese Leute, die den ganzen Tag Medizin-Buddha-Mantras sagen, sie werden auch krank. Was ist da los? Und er fordert uns auf, darüber nachzudenken. Beginne mit deinem Auge. Kapitel 4. Ich meine, einer der ersten großen Lehren des Buddhas sind die 5 Teile des Menschen, die 5 Haufen. Richtig? Sie bestehen also aus 5 Teilen, deinem Körper, deine Fähigkeit zu fühlen, deine Fähigkeit der Unterscheidung, all den anderen Teilen von dir, all den anderen Dingen, all die anderen Teile von dir. Das ist wie bei mir. Ich versuche, nicht so viel zu niesen, wenn ich schlafe, damit Victoria nicht wach wird. Okay, wie auch immer. Und 5. dein Geist als hohes Bewusstsein. Also schau, Buddha hat nie zu Nagarjuna gesagt, dass sie leer sind. Was hat das alles zu bedeuten? Du sagst, sie sind leer. Dann sagt Nagarjuna, schau, wenn ich über die 5 Haufen spreche, die 5 Teile mit dir bespreche, würde es ein Jahr dauern. Lass uns einfach über deine physischen Körper sprechen. Erster Teil, Pachis Arm, Pachis Ohr, Rebekkas Nase. Lass uns über deinen Körper sprechen. In dem 4. Kapitel, das eine Untersuchung über die 5 Teile der Personen heißt, macht er sich nicht die Mühe, 4 von ihnen zu untersuchen. Er sagt, lass uns deinen Körper in Ordnung bringen und dann können wir über den Rest sprechen.
Diese Dame schaut auf ihren Arm. Die Ursache, die ihren Arm gemacht haben, wie man als Haut bezeichnen kann oder Chemikalien in der Haut, sie waren nicht die Ursache, bis der Arm da war. Man kann etwas nicht als Ursache ansehen, bis das Ergebnis da ist. Wenn man ein Ergebnis sieht, kann man sagen, dass es eine Ursache gibt. Oh, schau mal, jemand geht es besser. Was war die Ursache? Du hast Mantras gesungen, Medizin-Buddha-Mantras, aber du kannst nicht über die Ursachen für gute Gesundheit als Ursache sprechen, bis die gute Gesundheit kommt. Es muss also die gleiche Zeit sein. Wenn du ein Mantra machst, um Krebs zu stoppen, dann sollte, bevor du das erste Mantra beendest, der Krebs verschwinden. Wenn die Dinge so funktionieren, hat er gesagt, schau, versuche zu verstehen, die Dinge, die deinen Arm gemacht haben, haben deinen Arm nicht gemacht. Denn erst wenn der Arm da ist, kannst du sagen, dass sie die Ursache waren. Solange das Ergebnis nicht da war, kannst du nicht sagen, dass etwas eine Ursache ist. Solange es keinen Rauch gibt, kannst du nicht sagen, dass dort ein Feuer ist. Das kann man nicht. Der Rauch zeigt das Feuer an. Der Arm zeigt die Ursache für den Arm an. Bis der Arm durch die Chemikalien in der Haut gemacht wird, kannst du nicht sagen, dass die Chemikalien in der Haut als Ursache für den Arm gelten, weil es noch keinen Arm gibt. Wenn der Arm noch nicht da ist, ist auch das Ergebnis nicht da. Wenn das Ergebnis noch nicht da ist, kann man nichts benennen, weil das Ergebnis noch nicht da ist, weil das Ergebnis noch keine Ursache hat. Das ist also Kapitel 4. Wenn du dich verwirrt fühlst, bist du an der richtigen Stelle. Wenn du anfängst, an deinen Mantras zu zweifeln, dann bist du richtig hier. Du solltest an deinen Mantras zweifeln. Komm schon. Hast du nicht gemerkt, dass nicht jeder, der sagt, Medizin-Buddha-Mantras wurden seit 2000 Jahren gesagt, all diese Menschen sind gestorben? Da muss noch etwas anderes vor sich gehen. Es muss etwas anderes geben, das das Mantra funktionieren lässt. Übrigens, nicht all diese Menschen sind gestorben. Wahrscheinlich sind viele von ihnen nicht gestorben, aber wir sehen es nicht. Wir können es nicht sehen. In Ordnung. Kapitel Nummer 5. Eine Untersuchung der Elemente. Eine Untersuchung der Elemente. Und diese sind, du weißt schon, Erde, Wasser, Feuer, Wind. Es ist sehr gebräuchlich zu sagen, oh, hier ist übrigens Feuer. Da ist Feuer in deinen Händen. Das hilft, deine Hände zu erschaffen. Dann spürst du auch das Feuer. Das sind nicht irgendwelche dummen ayurvedischen Dinge von vor 2000 Jahren. Das ist es nicht so. Heutzutage, in der Physik zum Beispiel, würden wir es Trägheit nennen. Oder Schwerkraft oder Bindungskräfte. Das sind die elementaren Kräfte. Es ist nicht so, dass Nagarjuna dachte, es gebe ein Feuer in deinem Arm oder so etwas in der Art. Nebenbei bemerkt, Nagarjuna war ein Meister der Elemente. Er war ein Alchemist. Er war berühmt für die Herstellung von Gold. Er kam in Schwierigkeiten, weil er Gold machte. Das ist eine lange Geschichte. Er wusste, wie Chemikalien funktionieren. Er wusste, wie die Elemente funktionieren. Er kannte die Grundkräfte der Physik, die Kräfte, die Dinge zusammenzuhalten, die Kräfte, die Dinge auseinanderzureißen. Er verstand sie, die Schwerkraft und die Trägheit. Er verstand sie. Wenn es also bestimmte Kräfte gibt, die unter allem liegen, wenn dieser Flaschenverschluss etwas Feuer in sich hat, wenn er eine gewisse Temperatur hat, ist es nicht der absolute Nullpunkt. Er hat also eine gewisse Temperatur. Er hat auch eine gewisse Fließfähigkeit. Er kann sich ein bisschen dehnen. Er hat Wasser, er hat Feuer. Wenn es diese Dinge gibt, nun, was war zuerst da? Und übrigens, es ist hier in der Erforschung der Elemente, dass Nagarjuna sich wirklich beschäftigt mit, wie definiert man Dinge? Wie entscheidet man, dass etwas ein Feuer ist? Nun, was ist deine Definition von Feuer? Ich sage, Feuer ist eine Energie, die Hitze verursacht und durch Brennen verkörpert wird. Ich sage, Feuer ist eine Energie, die Hitze verursacht. Und sie wird verkörpert durch das Verbrennen von Dingen. Das ist es, was ich sage. Was ist eine Definition von Feuer?
Was ist die Definition von Feuer? Auf Tibetisch sagt man heiß und brennend. Okay, also was war zuerst da, die Definition oder die Sache, die du definieren willst? Nun, die Sache, die man definieren will, muss zuerst kommen. Sonst weiß man nicht, was man definieren will. Ich habe nicht über Bananen gesprochen, ich habe über Feuer gesprochen. Nun gut, sag mir, was du zuerst definieren willst. Okay, Banane, Feuer, was ist deine Definition? Heiß und brennend? Was war zuerst da? Feuer? Was kam als zweites? Heiß brennend? Wie kann man Feuer haben ohne heiß brennend? Bist du verrückt? Komm schon, die Definition kam zuerst. Dann kam das Ding, heiß und brennend. Dann sagst du, definiere Bananen. Nein, aber Geshe-la, es gibt keine Verbindung zwischen Bananen und heiß und brennend. Nun, es gibt keine Verbindung zwischen Feuer und heiß und brennend. Es ist nur ein Wort. Also, man kann nicht einmal die Dinge definieren, die den Boden ausmachen, auf dem man sitzt. Wie kann man also Medizin-Buddha-Mantras verwenden? Na komm schon. Wie willst du ein Mantra benutzen? 6. Kapitel. Vergiss nicht, dass wir versuchen, 8 Kapitel zu überprüfen, die wir bereits hatten. Und wirklich, wenn du versuchst, mit mir den Kurs 3 von Nagarjuna bei Kapitel 9 zu beginnen, wenn du versuchst, dort anzufangen, ohne die ersten 8 Kapitel zu lesen, wirst du noch mehr verwirrt werden. Aber egal, es wird lustig werden. Übrigens, im Kloster ist Verwirrung eine Technik. Verwirrung ist eine Technik. Sie ist also als Technik anerkannt. Der Lehrer wird sich hinsetzen und sagen, mal sehen, es ist wie Dezember. Lass mich meine Schüler heute verwirren. Das Ziel des Lehrers in diesem Moment ist, dass niemand in der Klasse weiß, was vor sich geht. Dann sind alle frustriert und arbeiten härter oder sie geben auf. So kann man die nicht ernsthaften Schüler loswerden und Zeit sparen. Dann werden die ernsthaften Studenten härter arbeiten, weil sie so frustriert und wütend sind, weil sie nichts verstehen. Verwirrung ist also ein Werkzeug der großen buddhistischen Lehrer wie Nagarjuna. Wenn du also verwirrt bist, ist das Absicht. Wenn du nicht verwirrt bist, ist das so, weil ich eine gute Erklärung gegeben habe. Kapitel 6 ist eine Untersuchung. Pariksha, das Verlangen und darüber, wer das Verlangen fühlt. Lass uns über das Verlangen sprechen und wer das Verlangen spürt. Nebenbei bemerkt, jetzt sollst du es riechen oder spüren, dass es im Englisch sagen wir eine Methode zu Nagarjunas Wahnsinn ist. Er wirft uns nicht einfach Themen wahllos vor. Jetzt bist du zu einem Drittel durch dieses Buches gekommen und du solltest anfangen, dich zu fragen, was ist die Verbindung zwischen diesem Kapitel und dem letzten Kapitel? Es scheint, als würde Nagarjuna wie verrückt herumspringen. Und Geshe-la und Johnny Lama haben dich durch die Logik aller 27 Kapitel des ersten Kurses geführt. Also beschwere dich nicht. Es ist nicht so, dass Nagarjuna zu den verschiedenen Themen herumspringt. Er hat einen Plan. Der Versuch, seinen Masterplan zu erkennen, ist eine große Leistung. Wenn du ein Gefühl für Nagarjunas Gesamtplan für Weisheit bekommst, dann fängst du wirklich an zu verstehen, wie ein Mantra funktioniert. Dieses Bild hier, ich habe versucht, ein Bild für Verlangen zu finden. Hier ist das, welches Geshe-la hat. Es ist ein Verlangen nach Churros oder Conchos oder Donut. Übrigens, ich habe keinen guten Donutladen in Sedona gefunden. Der beste im Universum ist am Flughafen von Guadalajara. Wo ist er? Kennst du ihn? Ich muss vielleicht nach West-Sedona umziehen. Okay, wie auch immer. Also was kommt zuerst? Das Verlangen oder die Person, die es fühlt? Das Mädchen hat Lust auf den Donut. Wer war zuerst da? Das Mädchen oder der Wunsch? Dies ist ein Mädchen, das begehrt. Können wir sie also ein Mädchen nennen, das begehrt, bevor sie Begehren hat? Nein, das kannst du nicht. Du musst,
bis zu dem Zeitpunkt warten, nachdem sie den Wunsch hat, um sie ein Mädchen mit Verlangen zu nennen. Ja, genau. Okay. Was hat sie also begehrt? Wonach sehnt sie sich? Es ist ein Donut. Also muss der Donut vor dem Mädchen kommen. Wie vor der Geburt des Mädchens der Donut kommen sollte. Warum? Weil sie kein Verlangen hat, bevor der Donut da ist. Der Donut muss zuerst da sein. Dann kannst du ein Mädchen haben, welches einen Donut will. Per Definition musst du also einen Donut haben, bevor man das Mädchen hat, welches den Wunsch nach dem Donut hat. Richtig, richtig. Aber das Mädchen kann den Donut nicht begehren, bis das Mädchen dort ist, also muss der Donut vor dem Mädchen kommen. Komm schon. Versuche es zu begreifen. Versuche es zu verstehen, was hier vor sich geht. Wie kann das Mädchen sich einen Donut wünschen, wenn der Donut nicht da ist? Wenn der Donut schon da ist, wie kann man ein Mädchen dazu bringen, sich einen Donut zu wünschen? Und wenn du ein Mädchen hast, welches sich einen Donut wünscht, muss der Donut zuerst kommen. Aber wenn das Mädchen nicht zuerst kommt, wie kann es dann ein Donut sein, den sie begehrt? Sie sollte Verlangen empfinden. Sie sollte Geistesgift in ihrem Geist haben. Dann sieht sie einen Donut und das mentale Leiden wacht auf. Was war also zuerst da? Das ist Kapitel 6. Kapitel 7 heißt eine Untersuchung über das Anfangen, Bleiben und Anhalten. Ein anderer Typ sagt, schau, wenn die Dinge anfangen, dann sind sie nicht leer. Wenn die Dinge bleiben, dann sind sie nicht leer. Wenn die Dinge nicht stehen bleiben, dann sind sie nicht leer. Warum? Weil sie eine Ursache haben. Wie kannst du sagen, dass sie leer sind, wenn die Dinge nicht anfangen? Wenn die Dinge nicht anfangen, wie können sie dann leer sein? Wenn die Dinge anfangen, wie können sie dann leer sein? Leer bedeutet nichts über sie, aber sie haben Ursachen. Sie müssen Ursachen haben oder sie können nicht beginnen. Ursachen müssen einer Sache zugehörig sein, damit sie beginnen kann, weil ein Ding nicht ohne Ursache beginnen kann. Besonders das Verlangen kann nicht ohne seine Ursache beginnen. Das Verlangen muss also seine Ursache haben. Deshalb ist das Verlangen nicht leer. Nagarjuna sagt, dass alles leer ist. Aber das ist es nicht. Warum? Es hat eine zugehörige Sache. Was ist eine zugehörige Sache? Es passiert nichts, bis er seine Ursache hat, die dieser Sache zugrunde liegen. Verlangen kann nicht auftauchen, wenn die Ursache nicht auftauchen. Das Mädchen wird kein Verlangen empfinden für, ich weiß nicht, für einen Schlag auf die Nase. Du musst es doch etwas Schönes geben. Dann kann man Lust darauf haben. Es muss ein Samen vorhanden sein, dann kannst du es haben. Wir schauen auf einen Fuß einer Person, die dabei ist, ein Rennen zu laufen. Wo hat das Rennen begonnen? Wann hat das Rennen begonnen? War es, als der Startschuss fiel? Oder war es der erste Teil des Schussgeräusches oder der zweite Teil des Schussgeräusches? Oder war es der letzte Teil des Schussgeräusches? Der Schuss ging los und dann rannten die Leute weg. Wo hat das Rennen begonnen? Du kannst keinen Ort finden, wo das Rennen begonnen hat. Du glaubst, dass dieser Typ an der Startlinie steht, aber es gibt keine Startlinie. Siehst du seine Finger auf der Startlinie? Oder nicht auf der Startlinie? Und wie weit ist der Abstand zwischen den Fingern und der Startlinie? Wie sieht es auf der anderen Seite der Startlinie aus? Wo ist die Startlinie? Und Nagarjuna sagt, komm, hier ist etwas faul. 8. Kapitel. Eine Untersuchung von Agenten und Handlungen. Handelnde und Dinge, die sie tun. Macher und Dinge, die sie tun. Lasst uns die Macher und die Dinge, die sie tun, untersuchen. Nun, was ist das große Beispiel, Geshe-la? Karma. Wenn es mich nicht gibt, wenn es keinen Michael gibt, wer macht dann das Karma, wenn es keinen Michael gibt? Wenn es kein Ich oder Mein gibt, Nagarjuna, dann gibt es kein Karma. Warum? Weil Michael da sein muss, um Karma zu machen. Also laut dir was? Es gibt kein Karma? Warum? Es gibt keinen Michael? Ich habe nicht gesagt, dass es keinen Michael gibt. Du hast gesagt, es gibt keinen Michael. Du sagst, Michael hat nicht angefangen. Ist Michael gekommen, ohne anzufangen? Ja, und Nagarjuna sagt, du kannst diesen Anfang nicht finden. Okay, dann gibt es keinen Michael. Okay, dann gibt es keinen Michael. Es gibt keinen Michael. Nun, dann gibt es kein Karma. Ja, es gibt kein Karma. Warum hast du dich dann vor dem Buddha verneigt, der in der ersten Strophe Karma lehrte? Warum? Bist du verrückt? Übrigens, ich bin es nicht. Es ist BS, es ist tiefgründig, es ist wichtig. Und wenn du es nicht verstehst, werden deine Mantras, wenn du es verstehst, werden deine Mantras funktionieren.
Und wenn du es nicht verstehst, vielleicht bekommst du ein bisschen Kraft aus dem Mantra, wegen deines Glaubens, aber du wirst nicht die volle Kraft bekommen. Du wirst etwa ein Millionstel von 1% Kraft bekommen mit den Mantras, wenn du nicht verstehst, wie sie funktionieren. Wie funktioniert ein Mantra? Wie funktioniert Karma? Wie funktioniert Handlung? Wann hat die Aktion begonnen? Wer hat die Aktion durchgeführt? Welche Aktion hat sie gestartet? Wann hat die Aktion begonnen? War die Person, die die Aktion macht, zuerst oder kam die Handlung zuerst? Falls die Handlung nicht von der Person war, welche die Aktion durchgeführt hat, wie kann man die Person nennen, die die Aktion durchgeführt hat? Eine Person, die die Aktion durchgeführt hat, weil es noch keine Aktion gibt. Es ist etwas faul. Es ist ein nicht nur verrücktes Gerede. Es gibt einen Grund, warum dieses Buch 2000 Jahre lang überlebt hat. Es gibt einen Grund, warum Hunderte von Menschen, Hunderte von großartigen Menschen Kommentare geschrieben haben. Dafür gibt es einen Grund. Es gibt etwas Wichtiges in diesem Buch. Es ist jetzt das Letzte. Oh, übrigens, hier haben wir eine Mutter mit einer Tochter, die einen Kuchen backen. Die Mutter und die Tochter, die einen Kuchen backen, sind sie gerade Bäcker? Nein, sie sind keine Bäcker. Es ist noch nichts gebacken worden. Mach mal halblang, sie sind keine Bäcker. Es sind nur Leute mit komischen Hüten. Es sind keine Bäcker, es ist noch nichts gebacken. Bis es etwas Gebackenes gibt, kann man sie nicht als Bäcker bezeichnen. Hast du verstanden? Aber wie kann man etwas backen ohne den Bäcker? Wenn das Mädchen und ihre Mutter keine Bäcker sind, bis der Kuchen gebacken ist, gibt es bis dahin keinen Grund, sie Bäcker zu nennen. Aber der Kuchen kann sich nicht selbst backen. Jemand muss kommen und den Kuchen backen. Also muss der Bäcker vor dem Kuchen kommen. Nein, nein, ich habe es dir gerade gesagt, der Bäcker kann nicht vor dem Kuchen kommen, weil der Bäcker kein Bäcker ist, bis er etwas gebacken hat. Ja, aber ich habe dir gerade gesagt, wenn sie etwas backen, muss es jemanden davor geben, der etwas backt. Es muss vor dem gebackenen Kuchen einen Bäcker geben. Nein, nein, man kann einen Bäcker haben, bevor man einen gebackenen Kuchen hat. Denn bevor man nicht einen gebackenen Kuchen hat, ist der Bäcker kein Bäcker. Denn der Bäcker hat nicht gebacken. Das ist kein Scherz. Wenn du das Medizin-Buddha-Mantra verwendest, um Krebs zu stoppen, dann musst du das verstehen. Welches Wort im Mantra hat den Krebs geheilt? Das erste oder das letzte? Und welches Mantra war es? Nummer 10.000 oder Nummer 9.000? Welches Mantra hat funktioniert? Wann hat es gewirkt? Was meinst du mit Mantra? Es gibt kein Mantra, bis etwas passiert. Sonst ist es nur ein Satz. Du weißt, du kannst Banane sagen und wenn nichts passiert, ist es kein Mantra. Du kannst Om Mani Padme Hum sagen, wenn es nichts bewirkt, dann ist es kein Mantra. Ein Mantra bewirkt irgendein Wunder. Bis es ein Wunder gibt, kann man kein Mantra haben. Aber wenn kein Wunder geschieht, kann man auch kein Mantra haben. Hast du es verstanden? Jetzt haben wir noch 1 Minute übrig. Dieser Weisheitsdeck von Nagarjuna ist ein guter Zeitpunkt, um ein wenig Sanskrit zu lernen. Ich nenne es, weißt du, wie heißt es, Sanskrit lernen oder so. Wenn du also etwas Sanskrit lernen willst, und das ist es, worüber du sprechen wirst, nachdem du ein Buddha geworden bist. Also arbeite besser jetzt dran. Lass uns ein bisschen Sanskrit lernen. Das ist das perfekte Buch. Die Verse sind kurz und süß. Wenn du Sanskrit lernen willst, würden sie im Kloster sagen, oh, lerne einfach das Buch auswendig. Das ist gar nicht so schwer. Wenn du es dir zur Gewohnheit machst, etwas auswendig zu lernen, kannst du dir das merken. Oder so ähnlich. Du kannst es auswendig lernen. Du kannst das tun. Lernen wir also ein paar Sanskrit-Wörter. Und hier sind die Sanskrit-Wörter, die wir schon in den ersten Kapiteln gelernt haben. Okay, Tim, hast du es für mich? Wir werden Sanskrit lernen. Und das erste Wort, das du lernen sollst, ist der Name des Buches. Es ist sehr peinlich für deinen Lehrer, wenn dich jemand fragt, was du studierst, und du antwortest, ich weiß es nicht, aber ich mache das schon seit 3 Jahren. Dann fühlt sich Geshe-la peinlich berührt. Welches Buch studierst du denn? Sag Prajna. Prajna. J ist also kein Englisch, J, es ist ein DC. Die Russen haben recht, es heißt Prajna.
Und dann gibt es ein langes A. Das letzte A ist ein langes A. Das tibetische Wort heißt Shesrab. Es ist ein bisschen wie ein Laut, wie ein E-Laut. Shesrab. Du sagst nicht Sharok, du sagst Shesrab, Shesrab. Das Sanskritwort, wir werden lernen, ein Sanskritwort zu dekonstruieren. Wir werden lernen, wie man ein Sanskritwort in seine Teile zerlegt. Dann werden wir Kognaten lernen. Was ist das? Genau, verwandte, moderne Wörter. Pra bedeutet also nach vorne zu kommen. Es kommt zu den englischen Wörtern, in den englischen Wörtern vor. Stolz, Bug des Bootes, der Vorderteil des Bootes, vorwärts. Pra bedeutet also vorne. Es wird wie Supra. Super, super, super gut. Also Prasna bedeutet hier super. Und Supra kommt von Pra. Dann haben wir die Wurzel. Wenn du das kleine Quadratwurzelzeichen siehst, bedeutet es ein Sanskrit-Wurzel. Und das bedeutet Wissen. Und deshalb gibt es ein K in dem englischen Wort No. Denn früher gab es ein Ja, und dann kam zu den englischen Wort Wissen oder Gnognistisch oder Kennen. Weißt du, es ist jenseits deines Verstandes oder nicht. Das heißt, dein Verständnis bedeutet also Wissen. Die Russen, sie haben das perfekte Verb. Russen haben sind dem ursprünglichen Sanskrit viel näher, weil es näher am Griechischen ist. Das Letzte, was ich über Weisheit sagen möchte, es hat eine weibliche Endung, ein langes A. Prajna, Prajnana. Und im Allgemeinen wird Weisheit als ein weiblicher Aspekt betrachtet, denn sie bringt alle Arten von guten Dingen hervor. Lass uns noch ein Sanskrit-Wort ansehen und wir sind mit der Klasse fertig. Juhu, es tut mir leid, dass der Unterricht zu lang ist. Nein, es tut mir nicht leid, dass du dort sitzen musst. Okay, sag Prakisha. Parikisha. Parikisha. Das bedeutet also eine Untersuchung. Weißt du, du musst dieses Wort kennen. Wenn man die 27 Untersuchungen liest, die 27 Kapitel des Buches mit dem Titel Weisheit. Das Buch namens Prajna hat 27 Parikas. Pari bedeutet rundherum wie der Umkreis. Im Allgemeinen wird ein A in Sanskrit zu einem E im Englischen. So wird aus dem Pari Peri wie Perimeter oder Periskop. Also wenn du also in einem U-Boot sitzt und du damit aus dem Ozean schaust, nennt man das ein Periskop. Pari rundherum, Riksha bedeutet sehen. Es ist ein altes Verb, sehen. Und es gibt ein deutsches Wort Auge, das davon abstammt. Und das kam dann ins Englische als okular. Und sogar das Wort Auge, also das Wort Auge kommt von Iksha. Der Augapfel kommt vom Auge, kommt von Iksha, was sehen bedeutet. Wenn man also um etwas Ausschau hält, dann ist es eine Untersuchung, eine Pariksha. Wir gehen also zu Pariksha. Versuche diese Basis-Sanskrit-Wörter zu lernen. Bis jetzt haben wir Prajna, Weisheit, und der Name von Nagarjunas großen Buch, und Pariksha, das für das Buch entscheidend ist. Es ist eine Untersuchung von verschiedenen Ideen. Wir erforschen vor allem, warum das letzte Medizin-Buddha-Mantra funktioniert. Und wenn du willst, dass es besser funktioniert oder stärker, dann verstehe seine Leerheit. Versuche seine Leerheit zu verstehen. Wenn du seine Leerheit wirklich verstehst, kann das Mantra dich zu einem Wesen machen, das in ein paar Sekunden von Welt zu Welt springen kann. Von Planet zu Planeten in ein paar Sekunden und Milliarden von Menschen helfen kann, jedes Mal. Wenn du wirklich die Leerheit des Mantras verstehst, kann es dich zu einem Buddha machen. Okay, cool, wir sehen uns in der nächsten Stunde und wir werden unser neues Kapitel beginnen. Kapitel 9.